Hi, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin bei SolarEdge und stelle hier das Energiemanagement SolarEdge One für die Photovoltaikanlage vor. Der Speicher, die Optimierer, all das erwartet dich in diesem Video und natürlich auch einen Ausblick auf Neuigkeiten. Viel Spaß, los geht's! Hi Robert, grüß dich. Schön, dich zu sehen. Nils, hi, grüß dich. Du bist Head of Sales und Marketing in Deutschland. Und das ist klasse, weil ich brauche jemanden, der sich ein bisschen auskennt. Ihr habt eine Wahnsinnsneuigkeit, das SolarEdge One. Das zeigen wir euch auch gleich. Ist von vielen erwartet worden, mit dynamischen Stromtarifen das einzubinden. Das Ganze, da gehen wir gleich ausführlich drauf ein. Aber wir starten hier bei dem, womit man euch eigentlich erstmal ursprünglich verbindet oder kennengelernt hat, ne? Die Optimierer. Die Optimierer, ja. Mal kurz ein bisschen drauf eingehen. Genau, also die Optimierer, das ist die Kernkompetenz von SolarEdge. Ja. Also 2006 wurde das Unternehmen gegründet, in 2012 sind wir in den Markt gegangen und hier haben wir aufgezeigt, die verschiedenen Generationen. Ja. Wir sind natürlich jetzt dann bei der 5. Generation, haben den immer weiterentwickelt. Und was macht der ganz kurz? Der optimiert den Strang. An jedem Modul kommt ein Optimierer. Das schwächste Modul in der Regel bestimmt eigentlich den Strang, wenn man keine Optimierer hat. Ja. Und, aber was ist passiert jetzt mit SolarEdge? Wir haben schon jetzt auch um diese Komponenten ein ganzes System gebaut. Und nicht nur Wechselrichter und Optimierer, sondern eben auch Batterien, Wallbox, dynamische Stromtarife mit SolarEdge One. Ja. Also wir haben ein ganzes System daraus gemacht jetzt in der Zwischenzeit. Klasse. Du sagst ja gerade schon, es wird optimiert und ihr seid ja, es gibt ja noch Mikrowechselrichter auch, aber ihr seid ja DC-seitig. Das heißt, ihr geht auch DC-seitig dann in den Speicher rein. Das hebt euch natürlich ab von AC-Systemen. Und in welchen Situationen würdest du jetzt sagen, nimmt man einen Optimierer? Ist das immer ratsam oder macht das nur bei Verschattung Sinn? Also eine gute Frage, Nils, weil wir kriegen das natürlich öfters. Sagen wir mal, bekannt geworden sind wir über den Schatten. Ja, also wenn du Schatten auf dem Dach hast, dann nimmst du einen Optimierer. Irgendwann gab es mal den Begriff bei uns, wir wollen in die Südkurve. Ja. Und dann haben wir eben versucht, auch die Leute davon zu überzeugen und denen zu zeigen, dass es auch bei einer reinen Südanlage oder jetzt eben bei einer reinen Fläche ohne Hindernissen auch Sinn macht. Und zwar, es hat, sagen wir mal, wirklich zwei absolute Kernkompetenzen. Einerseits optimieren wir diesen Strang. Ja. Und dann hast du natürlich auch, wenn du keine Hindernisse hast, jedes Modul hat quasi eine leicht andere Einstrahlung. Und über die vielen, vielen Jahre degradiert ja auch das Modul anders. Jedes Modul ist auch ein bisschen anders schmutzig. Also das heißt, du hast immer ein Mismatch, ja, auch wenn du keine Verschattung hast. Ja. Natürlich, wenn du die Verschattung hast, ist der Mismatch größer. Und das Zweite, würde ich sagen, also mehr Ertrag ist das eine, was wir rausholen aus der Anlage. Das Zweite ist aber auch der Sicherheitsaspekt. Ja. Also du siehst es hier, da sind die Stecker kürzer geworden bei den Optimierern. Und da, ab der 4. Generation haben wir Sense Connect. Wir messen die Temperatur am Stecker. Okay. Jetzt kennen wir natürlich die Temperatur an jedem Stecker an der Anlage. Und somit sehen wir sofort, wenn ein Stecker auffällig ist, müssen wir das beobachten. Wenn sie zu hoch ist, schalten wir die Anlage ab. Okay. Wenn ein Licht also Sicherheit schon auf dem Dach. Ja, absolut. Also das kann man auch vergleichen. Ein Auto, gehst du auch nicht davon aus, dass du einen Unfall baust, aber wenn ein Airbag drin ist, bist du froh drin. Ja. Und so machen wir die Photovoltaikanlage einerseits digital. Wir sehen, was in jedem einzelnen Modul los ist, Ja. aber auch wir geben der Anlage noch eine zusätzliche Sicherheit. Ja, ich bin ja selbst auch Nutzer eures Systems mittlerweile. Ich habe ja die Optimierer auch da, um dann auch zu zeigen, bei meiner Südwestfläche, da ist eine Verschattung. Jeder, der meine Videos regelmäßig guckt, der sieht das. Und ich kann jetzt wunderbar zeigen, wie klappt es mit den Optimierern. Und man sieht sehr deutlich die unterschiedlichen Leistungen der Module. Und von daher eine spannende Sache. Lass uns doch mal rübergehen zu den Wechselrichtern und zu den Speichern. Und ich bin ganz gespannt darauf, das SolarEdge One dann auch zu zeigen mit dir zusammen, weil dynamische Stromtarife einfach super interessant sind. Ja, lass uns mal das machen. Mehrwert bringen. Gehen wir rüber, Ja. ja? Du, jetzt sind wir hier rübergegangen und die Optimierer, die werden ja angeschlossen als String dann auch an den Hybridwechselrichter. Genau. Hol doch die Zuschauer bitte einmal ganz kurz ab. Was kann der Hybridwechselrichter und wie wird es angeschlossen? Ja, mache ich. Also das ist unser Hybridwechselrichter. Ja. Hybrid wird manchmal ein bisschen missverstanden. Was macht der eigentlich? Ein Hybridwechselrichter kann quasi aus der DC-Seite die Batterie laden, Ja, und auch auf der AC-Seite. Ich sage immer, wenn quasi jetzt die Sonne scheint, klar, dann kommt der Sonnenstrom direkt hier rein. Der kann auf der DC-Seite direkt umgesetzt werden in die Batterie. Aber angenommen, man hätte jetzt noch eine zusätzliche Energiequelle. Ja. Ich sage immer, wenn du ein Fahrradl hättest, wo ein Dynamo ist und jemand würde treten, dann könnte der aus der AC-Seite auch den Strom hier in die Batterie bringen. Ja, das ist ja interessant dann wiederum mit den dynamischen Stromtarifen, dann, ne? Weil das ist ja AC-seitig aus dem Netz. Genau, also das
bedeutet, das ist ein Hybridwechselrichter. Ja, okay. Dann, was wir letztes Jahr schon gelauncht haben und unsere Installateure schon viel verbauen, ist die Backup Unit Interface. Ja. Also unsere Box, die wir quasi am Netzeingang verschalten. Man schleift das Netz einmal hier durch, das dreiphasige Netz, und wir können auch dreiphasiges Backup. Hier drin wird dann gemessen einerseits, aber auch im Stromausfall das Netz getrennt. Ja. Der managt quasi, ob Backup oder kein Backup. Ja, wie lange dauert das? Das ist immer so eine Frage, die viele Zuschauer haben. Merke ich das? Oder? Also ich würde den Zuschauern auch gerne Folgendes mitgeben. Ja. Also wir können nicht seamless, also unterbrechungsfrei trennen, ja? Weil da hast du viel, viel mehr Anforderungen, dass du das machen kannst. Weil Leute, die das unterbrechungsfrei haben wollen, die haben vielleicht einen Server. Ich hatte auch schon mal Anfragen mit, da liegt jemand im Krankenbett, der hat eine Herzmaschine. Ja. Da sollte man sowas nicht hernehmen. Das ist auch echt wirklich schwierig zu gewährleisten. Ich bin immer froh, wenn das Backup eigentlich umschaltet in so 3-4 Sekunden. Ja, und weil das dann schafft kriegt ihr der auch. Hausbesitzer auch wirklich mit. Ja, das Schlimmste wäre ja, du bist tagsüber, Stromausfall, kriegst es nicht mit. Ja. Machst alles weiter. Klar, du kriegst eine Note auf der App, Ja, aber vielleicht liegt dein Handy irgendwo, dann ist Stromausfall, du kriegst es nicht mit. Auf einmal ist der Akku leer und du denkst dir, hätte ich das gewusst, hätte ich vielleicht ein bisschen Strom gespart. Also deswegen, die Umschaltung ist 2-3 Sekunden. Ja. So sollte man das auch mitbekommen und das ist auch gut so. Also das ist so die Umschaltzeit. Okay, und aber eine Push-Notification aufs Handy kriege ich auch. Genau. Ja, super. Und Speichergrößen, wie viel Speicher kann ich hier anschließen an einen Hybridwechselrichter? Auf welche Größen kann ich da gehen? 4,6 Kilowattstunden hat ein so Block. Du müsstest mindestens starten mit einem Block. Und dann können wir 5 Blöcke an einen Wechselrichter anschließen. Jetzt musst du mir kurz Das habe ich helfen. auch, also sind es 23 Kilowattstunden. Genau, sehr gut. Und das ist dann auch in dem Fall erstmal für einen Wechselrichter das Maximum. Ein Wechselrichter ist das Maximale. Man könnte jetzt, wenn man da im Einfamilienhaus wirklich jetzt das liebt und das machen will, könnte man 3 Hybrid in ein Haus bringen mit 5 Blöcken. Also das Ganze dann nochmal mal 3. Ja, ich hatte neulich ein Video gemacht Ja, mit, bei Markus in Regensburg, auch ein begeisterter Solar Edge Kunde. Stimmt. Und der hatte 2 Geräte, Genau. weil der für seine Werkstatt 10 kW B- und Entladerleistung auch brauchte und im Backup-System dann auch. Genau. Und der hat sich 2 Systeme installiert. Genau. Ja. Also das funktioniert auf jeden Fall auch super. Und die LED hier, da ist der Ladestand, den sehe ich da, ne? Ja, das ist relativ simpel. Also den Ladestand sieht jeder Endkunde am besten in der App. Ja. Das ist auch am genauesten. Hier ist halt im Endeffekt, ich glaube, es sind 4 LED-Leisten, die dann eben blinken, wie der Ladestand ist. Ja. Also hat man schon so mal so ein kleines Gefühl, was der Ladestand ist. Aber am genauesten ist es natürlich auf der App. Robert, ich brenne drauf, zum Solar Edge One zu kommen und darüber zu sprechen, aber ganz kurz, damit wir das hier auch gezeigt haben. Der Warmwassercontroller. Wenn ich also einen Pufferspeicher habe, einen Heizstab einbinden möchte, dann brauche ich das Gerät noch, ne? Der Hot Water Controller, genau, der kontrolliert im Endeffekt dann auch den Heizstab. Ja. Man braucht noch zusätzlichen Heizstab und der kann dann stufenlos eben den überschüssigen Sonnenstrom in das warme Wasser bringen. Günstig für Genau, 8 Cent ehe noch im du Jahr. den einspeist. Ja, Genau. okay. Und Super. nächste Steuerung Schritt, Steuerung von Wallbox ist natürlich auch ein super Thema, weil es ein Wahnsinnsverbraucher ist, das Elektroauto, genauso wie eine Wärmepumpe. Und damit sind wir schon quasi beim Solar Edge One, oder? Genau, jetzt haben wir dann eigentlich fast schon alle Produkte, bis auf jetzt die Wärmepumpe. Ja. Aber klar, eine Wallbox ist wichtig und ich denke, das wird auch immer wichtiger und wir sehen auch den Trend. In der Vergangenheit waren alle immer so ein bisschen skeptisch, kommt die Elektromobilität, kommt sie nicht. Jetzt in den letzten 2-3 Jahren hat man wirklich gesehen, dass natürlich jetzt auch andere Marken Elektromobilität aufgerüstet hat noch mehr Vertrauen geschafft und wir sehen viele, die jetzt ein Elektroauto haben, die sagen sich, jetzt brauche ich eine Photovoltaikanlage. Aber was braucht man dann auch zu Hause? Das ist jetzt kein Schnelllader für die sich nicht auskennen mit hier 100, 150 kW, sondern 11 kW. Ja. Das ist das Typische, was man auch zu Hause installieren kann. Aber natürlich, der muss natürlich in das gesamte System auch gut eingebunden sein, damit er dann Sonnenstromüberschuss laden auch kann oder soweit sind wir noch nicht ganz jetzt im Moment im ersten Schritt, aber das erkläre ich gleich. Dann eben auch, wenn der Strom günstig ist mit dynamischen Stromtarifen, dass der dann auch mitspielen kann. Ja, Ja, okay. Und ich habe ja selbst so eine Situation, es gibt ja Menschen, die haben schon zum Beispiel eine Wallbox und dann im Nachhinein kommt erst die Photovoltaikanlage. Aber die kann ich ja auch bei euch einbinden. Ne? Ich selbst habe eine Mennekes eingebunden. Das funktioniert auf jeden Fall. Genau, wenn wir dann drüben an dem anderen Stand sind, werde ich dir das zeigen. Ja. Also wir haben quasi unseren Solar Edge One Controller, das ist unsere weiße Box. Das ist eigentlich so das Gehirn jetzt von dem Solar Edge One. Ja. Und
Stück für Stück können wir auch andere Wallboxen hier mit einbinden. Mennekes ist die allererste, die wir als nächstes einbinden. Aber dann sehen wir auch, welche wir jetzt im ersten Schritt einbinden. Klar, wichtig ist, dass diese Kommunikation passt. Das stimmen wir ab mit den Herstellern. Und dann wollen wir natürlich in der Zukunft nicht bloß 5, 6 einbinden, sondern möglichst viele Wallboxen, weil wir auch sehen, in Europa natürlich hat so jedes Land seine 4, 5 Preferred Wallboxes. Ja? Also da wollen wir auf alle Fälle mit dabei sein. Ja, super. Da sind wir am Gerät, oder? Hol doch mal gerne mich und auch die Zuschauer ab. Was kann das SolarEdge One? Denn es ist ja von vielen auch gewünscht worden und jetzt ist es da. Ja, SolarEdge One ist am Ende die künstliche Intelligenz, die dahinter steht. Aber natürlich musst du auch irgendwie im Haus präsent sein, der die ganzen Daten sammelt, der die dann wieder ausspreadet, sage ich mal, oder ausstreut und steuert. Das ist unser SolarEdge One Controller. Ja. Der sammelt im Endeffekt die ganzen Daten. Der ist natürlich auch verknüpft mit den einzelnen Anwendungen. Ja. Bringt dann die Daten im Endeffekt in die Cloud, also in unsere Energiemanagement-Plattform. Und dann werden da wieder verarbeitet. Die bringen die Daten wieder zurück zum SolarEdge One Controller und der redet dann wieder mit den Produkten. Ja, und brauche ich den, um dynamische Stromtarife einzubinden? Ja, also im Endeffekt, im ersten Schritt bräuchtest du den nicht unbedingt. Ja. Weil mit unserem Wechselrichter und mit unserer Batterie könnten wir jetzt automatisch schon dynamische Stromtarife machen. Ja. Aber die Regierung hat jetzt da so eine schlaue 14a, also eine Regulierung, auf den Weg gebracht. Und dafür ist jetzt dann trotzdem der SolarEdge One Controller notwendig, damit wir einfach auch die 14a erfüllen. Und somit brauchen wir den für dynamische Stromtarife, aber auch eben um die 14a zu erfüllen. Ja, sehe ich in der App. Kann ich da auswählen, welchen Anbieter ich habe für den dynamischen Stromtarif und kann da dann sehen, wie die Preise gerade sind etc.? Genau, also du springst jetzt schon voll ins Topic, ja, ins Thema. Ich will vielleicht noch mal ganz kurz erklären. Ich finde immer, es sind so 3 Spalten oder 3 Pillars, die im Endeffekt SolarEdge One macht. Das erste ist natürlich, dass man den Sonnenstromüberschuss intelligent verteilen will. Ja? Also willst du den vielleicht zuerst in die Wärmepumpe schieben, willst du den zuerst in dein Auto schieben oder in die Batterie. Ja. Das ist so das eine, was SolarEdge One macht. Wenn das geschehen ist, dann schaut sich natürlich parallel die dynamischen Stromtarife an oder auch den Wetter Forecast. Also das sind so die externen Daten, die mit dazukommen. Ja. Und dann vermischt es das Ganze und sagt sich, ah ja, jetzt ist der Strom heute Nacht günstig, tagsüber hat es geregnet, jetzt kann ich meine Batterie aus dem Netz laden und den Strom dann später nutzen. Also erstens, wir sind Stromanbieter unabhängig. Ja. Es gibt ja schon ein paar Exoten auf dem Markt, die schon dynamische Stromanbieter anbieten. Ja. Wir sehen aber, dass vielleicht der Hausbesitzer nicht unbedingt zu jemandem wechseln will, den er noch nicht kennt. Der will vielleicht bei seinem Energieversorger bleiben. Dafür haben wir das möglich gemacht, dass wir bei jedem Stromanbieter bleiben können, wo wir wollen. Ja, und 2025 ist da sowieso jeder verpflichtet, Genau. dynamische Stromtarife anzubieten. Also da kann ich bleiben und ihr könnt mit allen. Genau. Deswegen ist es auch so, im ersten Schritt können wir jetzt erstmal nur schon vor der Messe die Batterie aus dem Netz laden mit dynamischen Tarifen. Ja. Aber 2025 wird es eigentlich erst interessant. Da muss das jeder Anbieter haben. Und bis dahin haben wir dann auch die Wärmepumpe integriert und auch die Wallbox integriert. Somit können wir dann auch Wärmepumpe, Wallbox und die Batterie mit dynamischen Stromtarifen managen. Ja, und dann auch natürlich, ja, wie du sagst, bei Niedrigphasen das Elektroauto laden, vielleicht die Wärmebereitstellung fürs Haus machen. Ne? Da wird es richtig attraktiv dann. Ja. Genau, also das denken wir auch, dass wenn mal das Auto dann mit einem dynamischen Stromtarif geladen werden kann, dann wird es erst richtig spannend. Das andere ist schon nicht schlecht und ist auch ganz nett. Und was man natürlich auch bedenken sollte, jetzt im Sommer denken sich viele, aber ich habe doch eine PV-Anlage, da brauche ich doch jetzt im Sommer keinen dynamischen Stromtarif. Wir müssen immer daran denken, erstens das Jahr hat 365 Tage, Ja. dann regnet es auch mal eine Woche im Sommer oder eben auch im Winter. Klar, wenn jetzt nicht genügend Sonne ist, dann ist das natürlich eine absolut interessante Sache. Ja, super. Wie bindet ihr denn Wärmepumpen ein? Du hast das schon gesagt und ich habe rausgehört, eine Sektorenkopplung wird voll mitgedacht, das Elektroauto mit einbinden, Wärmepumpe. Wie bindet ihr denn eine Wärmepumpe mit ein? Also wir haben natürlich jetzt schon, wir gehen mal ein Stück zurück, schau, Ja. SG Ready, also Ja. wir sind schon SG Ready, alle Wärmepumpen, die SG Ready sind, können wir jetzt schon einbinden. Ja. Die Funktionen sind natürlich jetzt nicht schon optimal. Deswegen, wir sind mit Weiland zusammen schon seit über einem Jahr Ja. und haben dann eine tiefe Partnerschaft und mit EE-Bus Ja. werden wir jetzt die erste Wärmepumpe einbinden mit Weiland. Dann folgen natürlich weitere Marken, weil wir wissen, Wärmepumpen, da gibt es ein großes Portfolio,
auch unterschiedliche Länder. Wir sind in Europa in vielen Ländern vertreten. Ja, Schweden hat da seine eigene bevorzugte Wärmepumpe und so weiter. Aber eben, jetzt werden wir erstmal starten, Ende des Jahres mit Weiland, über EEBUS und dann kommen die nächsten mit dazu. Ja, super. Was ich auch aus Kundenperspektive immer noch super interessant finde, wir haben mittlerweile Smart Meter, wir haben B-Laden, Entladen, alles. Wir teilen sehr, sehr viele Daten. Du hast es gerade schon angesprochen, ihr macht es auch mit der Cloud. Wie sicher sind meine Daten bei euch? Weil, um ehrlich zu sein, anhand des Verbrauchsprofils kann man schon ganz schön viel ablesen. Genau, ja. Also das ist jetzt auch ein Thema, das wir definitiv unseren Kunden mehr und mehr mitteilen wollen. Ja. Und ich denke, es ist schon wichtig, dass dem Endkunden bewusst ist, aber auch dem Installateur, was passiert eigentlich mit den Daten. Ja, früher war eine Photovoltaikanlage relativ langweilig, hat einfach Strom produziert, einen Wechselrichter eingespeist, man hat Geld bekommen, schön. Das hat die Photovoltaik auch groß gemacht, aber jetzt so in den letzten paar Jahren, jetzt wird es erst interessant. Also ich finde auch, jetzt wird es spannend, jetzt geht's los, Ja. jetzt kommen da so Intelligenz dazu und jetzt muss man genau das sehen. Also wir haben ja externe Daten, wir haben interne Daten, dann haben wir auch noch Kundenpräferenzen, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Wir finden schon, es gibt Kunden, die wollen damit gar nichts zu tun haben, wunderbar, klick, los geht's. Ja. Aber dann gibt es Kunden, die sagen, ach komm, ich möchte doch eigentlich das so oder ich denke zuerst die Wärmepumpe, dann das Auto. Also der hat seine Kundenpräferenzen. Ja, Prioritäten. Jetzt genau, Prioritäten setzen. Jetzt wird es ja schon sensibel mit den Daten. Ja. Und jetzt kommt es darauf an, erstens, wie sammeln wir die hier vor Ort im Haus und sichern die? Ja. Dann, wie übertragen wir die auf den Server? Wo liegt der Server? Macht der das auch gut? Also unser Server ist in Frankfurt. Ja. In Europa haben wir die Daten. Okay. Und natürlich ist Datensicherheit für SolarEdge ein ganz, ganz wichtiges Thema. Also erstens, wir sind ein internationaler Konzern und Datensicherheit ist für uns absolut wichtig. Und deswegen wollen wir schon auch den Markt zeigen, also ein Wechselrichterhersteller, der kann quasi remote den Wechselrichter ausschalten. Das ist auch wichtig, weil damit haben wir natürlich auch eine gewisse Wartung oder einen gewissen Zugriff als Wechselrichter. Aber wir wollen auch signalisieren, uns ist das sehr bewusst, dass das sensibel ist. Weil wenn ich auch Zugriff auf den Wechselrichter habe, dann habe ich überspitzt, hätte ich auch Zugriff auf den Router in dem Haus. Ja. Und damit wollen wir eigentlich schon sagen, uns ist es bewusst, was wir da für eine Power haben über die Daten. Ja. Bei uns sind die Daten sicher und wir sind uns auch bewusst, dass wir keinen Missbrauch damit treiben. Also das ist eigentlich ganz, ganz wichtig für uns. Ja, ja, super. Danke für die transparente Antwort da an der Stelle. Und vielleicht nochmal einen Ausblick, wohin geht's jetzt nächstes Jahr? Das ist ja hier eine Messe, wo auch Neuheiten präsentiert werden, die jetzt noch in Entwicklung sind. Habt ihr auch was? Wohin geht es nächstes Jahr? Genau, also wir haben natürlich gesehen, dass jetzt die Dächer immer mehr ausgenutzt werden. Also man geht auch auf beide Dachseiten. Selbst wir sind Installateure, die gehen auch auf die Nordseite. Also die Anlagen werden immer größer, aber auch natürlich die Module sind auch immer größer geworden Ja. von der Leistung her. Ja. Früher waren vor 10 Jahren 220, 230 Watt normal. Jetzt liegen wir hier bei 440, 460 Watt, fast die gleiche Größe. Ja. Also brauchen wir auch größere Hybridwechselrichter. Okay. Und das ist noch so eine Lücke, die wir schließen müssen. Ja. Also haben wir als erstes Mal jetzt auch hier auf der Intersolar gezeigt, unseren neuen Hybrid, die nächste Ja. Generation bis 20 Kilowatt. Können wir uns die kurz angucken? Ja klar, lass uns Ja. drüber gehen. Ja, gern. Also was ist wichtig jetzt, der nächste Schritt für uns? Das ist natürlich klar, die nächste Generation an Wechselrichter. Du siehst, der ist deutlich kleiner geworden. Ja. Die anderen Geräte sind Format. größer, anderes Format. Genauso viel Technik oder vielleicht noch mehr Technik, aber auf einem kleineren Platz. Aber jetzt 20 kVA, also 20 Kilowatt. Ja. Das ist das, was wir sehen, Trend zu größeren Anlagen im Residential-Bereich. Ja. Natürlich brauchen wir dann auch eine nächste Batterie, nächste Generation. Ja. So etwa in einem Jahr rechnen wir damit, dass das verfügbar ist. Mit der nächsten Generation von Batterie haben wir natürlich auch uns überlegt, was ist wichtig. Modular, das ist klar. Aber ein Block hat 4,4 Kilowattstunden, aber 3,5 kW Lade- und Entladeleistung. Das heißt, pro Block kannst du jetzt die Leistung, Lade- und Entladeleistung erhöhen. Ja. Bis maximal 5 Blocks könntest du 17 kW Laden- und Entladeleistung. Ja, das ist jetzt so auch wichtig für die dynamischen Stromtarife. Wenn jetzt der Strom dann günstig ist, eine Stunde lang vielleicht nur oder 1,5, dann möchtest du auch viel, viel schneller laden. In der Vergangenheit war das nicht so wichtig. Maximaler Eigenverbrauch, die Sonne hat lang geschienen, nachts hast du vielleicht auch kleinere Verbraucher an. Da brauchst du keine 10 Kilowatt Lade- und Entladeleistung. Ja. Kostet ja auch nur Effizienz. Ja. Jetzt haben wir eigentlich beides gemacht. Wir haben quasi die Effizienz erhöht, aber eben auch diese Ladeleistung pro Block. Also nicht multipliziert, aber addiert. Ja. Somit kommen wir dann den neuen Anforderungen, auch werden wir da auch besser gerecht. Ja, und ich habe schon gesehen, bis 70,4 Kilowattstunden Größe Streber. Okay. Also wenn wir 5 Blocks, ein Wechselrichter und das Ganze wieder mal 3, Ja. dann könnten wir das System auf 70 Kilowattstunden aufrüsten. Okay.
Und ist hier ein Backup direkt innen drin? Also hier ist jetzt kein direkter Backup drin. Es ist immer besser, wenn man hier eine kleine Box hat, weil das muss ja auch am Netzanschlusspunkt. Ja. Ist gut, wenn man da flexibel ist. Auch wir kriegen auch öfters die Frage, macht ihr nicht so ein integriertes System, wo der Wechselrichter da schon drin ist? Ja. Ich würde sagen, das haben wir uns immer wieder angeschaut. Nein, weil es ist besser, wenn du hier flexibel bist. Erstens, in den Anschlussräumen hast du keinen Platz. Ja. Dann, wenn auch mal was kaputt ist, dann kannst du das eine auch mal schnell austauschen. Und natürlich auch von den Größen variiert ist. Der eine hat eine große PV-Anlage, dann braucht er hier einen großen Wechselrichter mit dazu. Der andere hat eine kleine PV-Anlage. Also so ein All-in-One, sehen wir, macht eigentlich keinen Sinn. Okay, ja. Und dann hängt hier jetzt auch die DC-Ladestation. Wann kann die erwartet werden? Also wir haben es in petto. Ja. Unsere R&D-Abteilung, die ist da aware. Ja. Also die ist sich bewusst, dass das auch so der nächste Step ist. Weil einfach auch, was wir vorhin schon gehabt haben bei den Optimierern, wir hängen die DC hier rein, die Optimierer. Dann können wir DC die Batterie laden. Der nächste Schritt ist, dass wir DC-Bus bauen und dann mit der Wallbox DC das Auto laden. Ja. Aber wir sehen natürlich auch, das ist jetzt nicht unbedingt jetzt das wichtigste Produkt, jetzt genau. Ich habe keine Ahnung, wann sie genau kommt, aber wir sind dran. Auch, man spricht natürlich immer vom bidirektionalen Laden. Ja. Es kann die. Ja. Aber die Regularien müssen auch dafür da Ja, sein. das ist das größte Problem, glaube ich, noch. Aber das ist schön zu wissen, dass ihr aufgestellt seid, dass ihr es mitdenkt. Genau. Also ist eigentlich kein Problem, dann da aufzurüsten. Ja, also ich denke, ich habe euch alles so gezeigt, was wir jetzt klasse. hier im Vielen Dank. Residential-Bereich... Ganz viele Eindrücke, ganz viele Informationen. Vielen Dank dir für deine Zeit. Hat Spaß gemacht. Cool, danke dir. Mir auch. Ciao. Ciao.